Wie ist denn das mit den Naturgeistern in der Natur? Haben sie dort eine besondere Aufgabe oder stimmt das gar nicht? Doch, die haben schon Aufgaben. Okay, Also erzähl. die halten auch die Energien hoch und je nachdem, wo sie sich befinden, bewachen sie die Dimensionstore und haben auch damit zu tun, dass Energien, die überbracht werden auf unserem Planeten, dass die sich gebündelt irgendwo einbetten. Auch das machen die Naturgeister. Also die haben schon große und vielfältige Aufgaben. Und in der Natur, wenn man sie dann wirklich in der Natur antrifft, zeigen sie sich auch viel leichter. Oder kann ich auch eine Geschichte erzählen? Bitte. Das finde ich eigentlich eine ganz nette Geschichte. Da warst du selber dabei, Benny. Wir haben einen Betriebsausflug gemacht nach Südengland und sind in diesen Wald gegangen, wo so viele Naturgeister sind, wo auch ein Dimensionstor ist. Und ich habe damals, ist jetzt auch schon wieder lange her, hat mich mal, also das ist die Vorgeschichte davon, Freundin von mir gefragt, ob sie nicht bei mir arbeiten kann, also bei uns arbeiten kann. Und habe erst hin und her überlegt, habe aber dann zugestimmt und die war dann noch ganz frisch und ganz neu und hatte von dem Ganzen eigentlich auch überhaupt gar keine Ahnung, aber ist halt auch schon mitgefahren in den Betriebsurlaub. Und wir gehen da in den Wald und ich habe ja dann euch erzählt und da gibt's viele Naturgeister und das und das und das. Und ich weiß noch, das möchte jetzt den Namen nicht sagen, aber dass diese Frau so erschrocken ist. Was kannst du noch erinnern, dass die einen Naturgeist gesehen hat? Also an die spezielle Situation kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja, ihr wart auch verstreut, aber sie hat diesen Naturgeist gesehen und war so überrascht und dass gerade sie diesen Naturgeist sieht und also redet bis heute davon, dass sie diesen Naturgeist gesehen hat, dass sie sich nie in ihrem Leben gedacht hat, sie wusste ja noch nicht mal, ob sie daran glauben soll. Und wahrscheinlich war das so, dass, also ohne mich jetzt drüber zu stellen, aber ich beschäftige mich ja schon so lange mit Naturgeister und mit diesem Volk, dass der mich gesehen hat und sich mir gezeigt hat und meine Freundin war halt daneben und die hatten halt auch gesehen, gell? Mhm. Und das war für sie also das Erlebnis ihres Lebens. Das könnte man jetzt schon sagen. Also ich fand das sehr, sehr schön und ja. Würdest du sagen, dass es dann, weil du es gerade vorhin erwähnt hast, dass in menschlichen Umgebungen mehr Naturgeister sind als in nicht-menschlichen Umgebungen? Oder ist es genau umgekehrt? Also ich glaube, das hält sich so ziemlich die Waage. Es gibt schon, also die sind ja noch in, also kann man das so sagen, in einer anderen Dimension? Ja, ja. Schon, oder? Genau so. Das kann man schon so sagen, verstehen die Leute, oder? Mhm. Und da leben die und natürlich sind es da mehr. Und das sind ja nicht wirklich Menschen. Aber sie kommen immer häufiger und immer öfters zu den Menschen, treten in unsere Dimension über und haben auch die Dimensionstore schon geöffnet. Also es gibt jetzt nicht mehr diese Verschlossenheit, energetische Verschlossenheit. Das muss man jetzt auch wissen. Wenn wir heute von Dimensionstore reden, egal ob Dimensionstore von Naturgeister oder andere menschliche Dimensionstore, wenn etwas zu oder offen ist, ist es immer energetisch gemeint. Da ist jetzt keine Holztür, wo man anklopfen kann und sagen kann, da darf ich mal rein. Also das ist was Energetisches. Und das muss man halt, oder das kann man erfüllen. Und wenn man das erfüllt, das sehen auch sofort die Naturgeister, spüren das natürlich. Und das ist schon immer auch ein guter Ansatzpunkt, weil Menschen, die tief fühlen, das mögen die Naturgeister sehr gerne. Und dann kann auch sein, dass man eingeladen wird. Also, dass man wirklich richtig eingeladen wird. Und früher, zum Beispiel noch vor 10 Jahre oder so, oder 15 Jahre, war das noch eine Seltenheit, dass Naturgeister sich gezeigt haben. Heute nicht mehr. Also heute sehen viele Menschen schon Naturgeister. Ist aber natürlich auch in der breiten Bevölkerung von Menschen etwas, was noch nicht angekommen ist. Dass es so ein Volk gibt, was unter uns lebt. Ja, sehr im Bereich der Mythen und Märchen, ne? Ja, wie Einhörner auch oder
UFOs oder wie auch immer. Das finde ich ja auch immer so spannend, wenn man sich mit Menschen unterhält, was die glauben oder nicht glauben. Und ich denke jetzt schon, dass viele Menschen die Präsenz von Naturgeister spüren und auch an ihnen glauben, aber halt nicht so wirklich. Wie es halt so oft im Leben ist. Also ich glaube schon an den Schutzengel, aber so wirklich, oder ich glaube schon, dass es UFO gibt, aber ob es jetzt Außerirdische gibt oder weißt, also das ist immer so mit einem Aber verbunden und ich glaube, so ist es auch bei Naturgeister und wenn dann ein Aber ist, zeigen sie sich nicht. Würden sie sich nie zeigen. So Menschen zeigen sie sich nicht. Aber es ist in unserer Jetztzeit ein großer Bedarf, von uns aus gesehen, von energetischer Sichtweise heraus, ist es sehr, sehr wichtig, dass dieses Volk sich wieder sichtbar macht und mit uns ist, weil für die Öffnung für Quintas, für diese neue Welt, für das, was entsteht, was unser Weg ja ist, sind die überaus wichtig. Die einfach energetische, ich möchte jetzt nicht sagen Geheimwissen oder Codes oder wie man auch immer dazu sagen möchte, aber sie tragen natürlich etwas in sich, was wir nicht haben. Und damit unterstützen sie uns. Und wir tragen aber auch etwas in uns, was sie nicht tragen. Was ist das, was wir tragen, was sie nicht tragen? Also ich würde jetzt mal sagen, diese 4 Ebenen, die wir haben, spirituelle Ebene, mentale Ebene, emotionale und körperliche Ebene. Wir sind ja da sehr ausgeprägt auf dieser mentalen und körperlichen Ebene. Das haben jetzt die Naturgeister nicht. Und natürlich bringt es auch Vorteile und davon ziehen die Naturgeister wieder ihren Nutzen. Dafür sind Naturgeister sehr viel empfindsamer, ne? Sehr viel empfindsamer und sensitiver. Und es gibt ja auch immer so einen Unterschied zwischen sensibel und sensitiv. Das sind, finde ich, jetzt 2 verschiedene Dinge. Aber jetzt zum Beispiel ein Zwerg, obwohl der so viel Weisheit in sich trägt, der kann auch sensibel sein. Der ist nicht nur sensitiv, sondern der kann auch sensibel sein. Und sensibel, also jetzt in meiner Wahrnehmung, bedeutet auch immer, dass jemand emotional verletzt werden kann. Also du kannst leichter emotional einen Zwerg verletzen als eine Elfe. Also die Elfen sind sehr viel sensitiver. Also die sind auch viel mehr noch in Gruppen zusammen. Die sind sehr verspielt, sehr kindlich, sehr... Also sind Zwerge etwas menschlicher eigentlich. Genau, ein Zwerg ist sehr viel ähnlicher am Menschen dran als eine Elfe. Also Elfe, das ist wie, als wenn man so Kinder beim Spielen zuschaut. Die verkleiden, also jetzt geht's natürlich ins Detail, wo man sagt, kann man das jetzt glauben oder nicht, aber die verkleiden sich sehr gerne. Also die spielen auch gerne solche Spiele, also verkleiden im Sinne, dass sie sich ihre Gestalt verändern. Die können sich groß machen, klein machen, die können ihre Farbe verändern, machen da vieles, dass sie, also im Menschlichen würde man sagen, sich hübscher machen und energetisch auch, weil die haben ja in dem Sinne nicht diesen menschlichen Körper, aber im energetischen Sinne, die umarmen sich auch gerne, also kommen sich sehr gerne sehr nah energetisch, rücken sehr energetisch sehr zusammen, wenn irgendetwas ist. Also kann man dann oft, denkt man, ui, Elfe, und dann sieht man, das sind Hunderte. Also so eng rücken die dann zusammen. Und was sie ganz gerne machen, weil sie eben ihre Gestalt verändern können, das ist, dass sie eine Gestalt von einem Tier annehmen. Das machen sie zu gerne und am allerliebsten von Libellen. Also wenn man Libellen beobachtet, könnte man durchaus eine Elfe erkennen. Das ist sehr oft so. Also das machen sie sehr, sehr gerne, dass sie Gestalt von einem Tier annehmen. Ja, wenn man dann so erzählt, gell, das sind wie so nette Geschichten. Man hört dazu und dann wartet man vielleicht auf die Geschichte hat einen Anfang und ein Ende. Es sind halt keine netten Geschichten, das ist halt das, was energetisch gerade in unserer Zeit passiert. Und ich erzähle das jetzt auch sehr nett und sehr, damit die Menschen auch verstehen, wie wichtig diese Wesen für uns sind. Aber das Thema ist natürlich auch noch sehr viel komplexer.
und auch nicht immer nur schön und nett. Also es hat auch einen Zweck. Also es gibt kein Wesen auf unserem Planeten, ob Tier, ob Baum, kein Lebewesen, was keinen Zweck und keine Aufgabe hätte. Und ein ganzes Volk, was sich zurückgezogen hat und nicht mehr sichtbar ist, in einer anderen Dimension lebt, hat natürlich eine Aufgabe. Und diese Aufgabe ist sehr verbindend. Und in dieser Verbindlichkeit fühlen sich die Naturgeister auch. Aber sie brauchen natürlich auch die Menschen, damit sie diese Verbindlichkeit und diese Verbindung auch leben können. Glaubst du denn, wir Menschen wären tatsächlich schon bereit, um sie wieder ganz zu uns zu holen? Ich glaube, ein Großteil schon, ja. Weil es etwas Selbstverständliches ist, wenn das sich wieder zeigt, ist der Mensch ja auch so strukturiert, dass er es dann auch gleich wieder mit Erinnerungen in Verbindung bringt. Also es wäre sehr schnell wieder selbstverständlich, dass die da sind. Aber du glaubst nicht, dass das nochmal passieren könnte, dass das menschliche Volk, das Naturwesenvolk so tief verletzt? Ich glaube jetzt schon, dass es, wie es halt auch leider Tierquäler gibt, kann man sich ja auch nicht vorstellen. Ja, wir selber haben einen Hund, sehr alten Hund aus der Tötungsstation, der mit die Ohren an die Wand angenagelt wurde. Ja. Ja, also das kann man sich nicht vorstellen, warum macht der Mensch sowas. Das ist einfach etwas Unvorstellbares. Und deswegen glaube ich jetzt schon, dass es einzelne Menschen geben würde, aber die Naturgeister würden es nicht mehr zulassen. Also die haben ja auch dazu gelernt. Ja, also deswegen sind die ja auch, suchen die Menschen auf, denen sie vertrauen, wo sie einfach die Energie spüren und abfragen. Ich meine, die können sich auch mal täuschen, aber jetzt so grundsätzlich glaube ich es eigentlich nicht, dass das noch mal passieren würde, so in dieser Art, wie es passiert ist. Und ist das heute, du hast ja beim Avalon, glaube ich, gesagt, ne, dass man immer Naturgeister bei sich hatte, eine Gruppe. Das ist definitiv heute nicht mehr so. Es sei denn, man arbeitet direkt mit diesen Wesenheiten. Oder sind das auch Energien, die vielleicht brach liegen? Oder? Also ich glaube, so generell einfach zu sagen, so ist es heute nicht mehr, kann man auch nicht. Also es gibt immer diese Ausnahmen. Also kann ich jetzt auch eine Geschichte erzählen. Also kann ich nur auch Geschichten von mir erzählen, wo ich weiß, dass die zu 1000% wahr sind. Haben wir ja gerade geredet also in letzten Podcasten, von dieser Auszeit, die ich im Sommer habe. Ja, wo ich mich reduziere auf das ganz einfache Leben und so. Und ich kann ja Naturgeister sehen. Also das kann ich wirklich gut und sehe die auch oft. Aber da war ich so irgendwie bei mir selber, und was ich also sehr gerne tue, ist zeichnen oder häkeln. Und ich habe gehäkelt. Und um das jetzt abzukürzen, 2 meiner schönsten Häkelnadeln sind sozusagen von Naturgeister geklaut worden. Und die habe ich auch nicht gesehen. Da habe ich jetzt auch nicht die Präsenz wirklich gespürt. Aber das war halt, weil mein Fokus jetzt ganz woanders war. Und deswegen glaube ich jetzt schon, dass es sowas gibt, dass Naturgeister bei Menschen sind, die begleiten, ohne dass die Menschen das wirklich wissen. Aber was ich nicht glaube, ist, dass man es auf Dauer nicht spürt. Aber ist das etwas, was du jetzt glaubst oder was du weißt? Ich meine, du schaust dir ja viel die Lichtkörper an, schaust du in diese Bereiche nicht rein, oder? Dass man was im Lichtkörper sieht? Ein Naturgeist? Ja, oder? dass du begleitet wirst von Naturwesen. Also ich könnte sehen, wenn ich mir das speziell anschauen würde, ja, könnte ich schon sehen, aber das tue ich nicht. Hast du es nicht getan? Okay, also auf dieser Basis, genau. Das ist dann, okay, verstehe. Weißt du, das ist jetzt so ein energetischer Prozess oder ein Thema, das ist schon sehr wichtig. Aber alles, was an Wichtigkeit für mich als Medium wichtig, also was ich als Information brauche, habe ich. Also ich schaue mir jetzt nicht wenn ich jetzt eine persönliche Essenz mache, schaue mir einen Lichtkörper an, schaue ich jetzt nicht speziell, ob da ein Naturgeist ist. Deswegen kann ich nur sagen, ich glaub's. Könnte es mir vorstellen, ja. Also man kann auch erkennen, die meisten Menschen sind ja doch hellfühlige Menschen, ja. Wenn sie auch jetzt nicht vielleicht hellsichtig sind, dass sie das sehen können, haben ja doch die meisten Menschen ein gutes Gespür für Energie. Und
deshalb bin ich mir sicher, dass sie es spüren. Und man kann es auch oftmals, wenn Sachen verschwinden, wie zum Beispiel meine Häkelnadeln. Ja, also das jetzt zu erklären, dass ich sicher weiß, dass die jetzt nicht irgendwie einfach mir abhanden gekommen sind, wäre jetzt zu lang. Aber wenn im Haus etwas abhanden kommt, oder kann es durchaus mal ein Naturgeist sein, der das versteckt hat. Das kann schon passieren. Ja, man mag sich wundern, ne, wie viele Menschen dann doch am Ende mit Naturgeistern irgendwie in Verbindung sind. Erinnere dich an das Aran in Rosenheim damals. Ah, ja, das war auch sowas, gell? Ja? Kann man auch noch schnell erzählen, ja, oder? Ja, finde ich jetzt auch eine schöne Geschichte. Also, das war unser Lieblingscafé, ja, und ich kenne den Besitzer. Und wir sind immer draußen gesessen im Garten, wenn wir uns getroffen haben zum Kaffee trinken. Und irgendwann habe ich mal zu dir gesagt, Benni, da ist ein Naturgeist. Und der möchte, dass ich jetzt dem Besitzer sage, dass er da ist. Und der soll sich darum kümmern. Und ich weiß noch, dass glaube ich, habe es auch zu dir gesagt, das kann ich doch jetzt nicht machen, ja, oder? Ich kann jetzt nicht zum Jürgen gehen und sagen, du, bei dir ist ein Naturgeist, du sollst dich um den kümmern. Oder seine Behausung war zu klein oder irgendwas war da. Ich weiß nicht, irgendwas sollte ich halt da sagen. Gell? Ja, irgendwas war das, ja. Das ist schon lange her. Das ist schon lange her, sollte den Jürgen sagen. Und dann kam er aber vorbei irgendwann an unseren Tisch und dann habe ich es ihm gesagt, habe gesagt, Jürgen, auch wenn das jetzt ganz blöd klingt, bei dir ist ein Naturgeist und der hat mich beauftragt, dir das und das zu sagen. Und der schaut mir an und sagt, ja, ich weiß schon, den habe ich von Sardinien mitgebracht. Der lebt hier. Und was will der wissen? Also so kann es halt auch gehen. Ja, witzig, ne? Mhm. Ja. Also das gibt's schon und ja, erstaunlich einfach. Also ich glaube auch manchmal so, wenn man Menschen beobachtet, wenn man irgendwie unterwegs ist oder so, man kann auch manchmal Menschen auch so wirklich ansehen fast, dass sie mit Naturgeister verbunden sind. Das sind dann oft wirklich so fröhliche Menschen, die viel lachen, die vielleicht schon selber ein bisschen aus wie ein Naturgeist aussehen, oder? Mit Leichtigkeit verbunden sind, so kann man jetzt auch nicht bei jedem sagen, aber ich glaube schon, dass man es so ein bisschen so merkt oder spürt, welche Menschen da bereit sind. Ja, auf jeden Fall ein spannendes und vor allen Dingen auch wichtiges Thema. Fürs große Ganze. Fürs große Ganze. Das hast du vielleicht auch gar nicht gerade so klar und deutlich erwähnt, aber dass das Volk der Naturwesen total wichtig ist für den großen Prozess des Shifts. Ja, genau. Ganz wichtig. Also aus energetischer Sicht wichtig. Ja, also sie haben eine spezielle Aufgabe, die ganz wichtig ist. Aber was mindestens genauso wichtig ist diese Verbindung. Also dass dieses Vertrauen und diese Verbindung wiederhergestellt wird. Also das ist auch etwas Wichtiges. Die Versöhnung sozusagen zwischen Mensch und Naturwesen. Genau, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Du sagst also damit, es wäre wirklich gut und wichtig, dass die Leute sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ganz wichtig. In die Natur gehen. Ja, oder auch einfach offen sind und mal die Tiere beobachten oder Libellen. Oder mal einen Honig rausstellen. Und der Honig wird nicht weg sein. Aber wenn man den Honig dann probiert, der schmeckt nach nichts mehr. Also die nehmen die Essenz raus. Die nehmen nicht den Honig, sondern die Essenz von dem Honig. Und dass man einfach Windspiel oder dass man einfach achtsam ist. Und natürlich dann auch in der Natur, dass man halt einfach schaut. Oftmals platzieren sie sich ganz gerne so. Elfen sind sehr gerne am Wasser. Die mögen alles, was mit fließenden Gewässer, Wasserfall, mögen die sehr gerne. Zwerge findet man eher wieder bei Bäumen. Und da muss man halt einfach schauen und den Blick ein bisschen schweifen lassen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du schaust etwas an und in dem Augenblick, wo du das länger anschaust und betrachtest, verändert sich das. Und in dem Augenblick, wo sich das verändert, kann es sein, dass sich ein Naturgeist zeigt.
Ja, es bleibt auf jeden Fall und ist ein sehr spannendes Thema und auch eine schöne Aufforderung an alle anderen, Ja, sich zu beteiligen, ne? ja. An der Verbindung. Ich werde mir mal ein bisschen so Gedanken machen, was man über Naturgeister, was vielleicht noch sehr interessant ist oder so. Und Vielleicht haben die Leute ja auch Fragen und können es direkt in die dann kann ich Kommentare das, schreiben. genau, dann kann ich das auch mal kurz oder mit einem kürzeren Podcast auch alles dann erklären. Das war halt jetzt so das Allgemeine. Mhm. Und ich finde aber auch das Allgemeine ganz wichtig, bevor man so ganz tief in das Detail reingeht. Mhm. Weil einfach mit dem Allgemeinen die Menschen sich auch leichter tun, sich zu öffnen. Ja, und das auch für dich jetzt mal ein Reinspüren, ne? Okay, was kann auch jeder Einzelne nehmen, ist ja auch immer Ja, eine Frage, ne? Also wir haben sowieso tolle Kommentare. Also da muss ich jetzt schon sagen, auch die Leute, die schreiben tolle Sachen, ja. Genau. Verstehen auch vieles. Und da sind wir wieder mal gesegnet. Ja, dass jetzt da nicht irgendwie, aber klar, ich überlege mir schon auch, was kann man sagen, wie kann man es formulieren, damit die Leute jetzt nicht irgendwie verschreckt werden. Ja, verständlich, dass du daran denkst. Ja, ihr Lieben, wenn ihr selbst vielleicht mal Naturgeister gesehen habt oder was erfahren habt in dem Bereich, schreibt es doch in die Kommentare. Würde uns sehr freuen. Liebe Biene, Lieber Benny, bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal.